Für mich wichtig bei der Unterstützung von Frauen in ihrer Karriere ist, dass die Angebote gleichwertig sind und dennoch auf die spezifischen Bedürfnisse von Frauen eingehen können. Bei mir im Team ist sozusagen mein Karriereentwicklungsziel für eine meiner Mitarbeiterinnen ist, dass sie mal in der Lage ist, meinen Job zu übernehmen. Ist erstmal auf der Grundlage dessen, dass wir beide uns darüber einig sind, dass sie das möchte, dass ich ihr das zutraue, dass sie diese Botschaft hat und dann, dass wir einen gemeinsamen Diskurs darüber führen, was sie dafür braucht und dass sie die Möglichkeit bekommt, in Teilzeit das zu tun, aber auch möglicherweise in Teilzeit zukünftig mal meinen Job machen zu können. Also was ich dann mache, wenn sie mal meinen Job übernimmt, das weiß ich natürlich heute noch nicht. Aber ich habe natürlich auch mit meinem Chef einen spannenden Austausch darüber, welche Möglichkeiten es unter Umständen noch gibt. Und nur weil ich jetzt aktuell gerade diesen Job mache, heißt es ja nicht, dass ich den für immer mache. Und es heißt ja auch nicht, dass ich nicht jemanden fördern kann, der den mal so gut wie ich oder am besten sogar besser machen kann. Um Frauen zu unterstützen und zu fördern, habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Frauen für Führungspositionen direkt anzusprechen. In der Arbeit versuche ich, Frauen aktiv einzubeziehen, sei es jetzt in Vorträgen oder in anderen Initiativen intern und extern. Bei uns gibt es diverse Austauschformate, zum Beispiel den Leap Talk, und dort versuche ich in den Vorträgen auch Frauen als Vortragende zu etablieren. Zum Beispiel in der Rekrutierung versuche ich aktiv Frauen anzusprechen, um ausgewogenere Teams zu schaffen in einer sehr männlich dominierten Industrie. Ein zentraler Erfolg für mich für Gleichstellung war das Schaffen einer Rolle, der Diversity Inclusion Advocate, und in diesem Zuge dann auch eine Arbeitsgruppe für das Thema bei der Firma. Ich habe in meiner Karriere immer wieder Frauen befördert und auch ermutigt, Positionen zu übernehmen, die eben mehr Verantwortung beinhalten. Ich finde das wichtig, habe aber auch vielfach festgestellt, dass es auch auf Seiten der Frauen Mut braucht, dass sie vielleicht zu oft sich überlegen, ob sie eine solche Führungsverantwortung übernehmen können. Und man muss dann natürlich auch eine entsprechende Begleitung übernehmen. Ich habe vor circa einem halben Jahr die erste weibliche Führungskraft als Filialleiterin im reduzierten Pensum eingestellt. Wir mussten uns vorgängig gut absprechen. Vor allem, wo sind die Stolpersteine, was für Lösungen gibt es? Und da stellte sich klar heraus, dass wir eine starke Stellvertretung haben müssen, die auch mehr Verantwortung übernimmt. Die Unterstützung und Ermutigung von Frauen erschien mir zuerst so etwas gar patronal zu sein. Der Mann ermutigt die Frau, sich beruflich etwas zuzutrauen. Ich habe aber gemerkt in den Diskussionen und in der Auseinandersetzung, dass es hier mehr um die Schaffung eines Inklusionsklimas geht, in dem eben alle eingeladen sind, sich zu engagieren und in die Organisation einzubringen. Projektteams, denen es ein bisschen an Diversität mangelt, und ein erster Schritt hier ist, Man-Only-Teams zu vermeiden, und das empfehle ich auch jeweils, dass wir hier mehr Diversität in den Teams haben. Ich hatte jetzt 2 Interviews oder mehrere Interviews, aber es waren für 2 Positionen, jeweils auch Männer und Frauen dabei oder ein Mann und eine Frau in einem Zweitgespräch mit ziemlich ähnlicher Erfahrung, ziemlich ähnlichem Werdegang. Im Nachhinein fällt mir auf, und auch meinem Kollegen, mit dem ich das Interview geführt habe, die Männer, die prahlen viel mehr. Und das muss irgendwie einem bewusst sein. Also ich glaube tatsächlich, beide Kandidatinnen und beide Kandidaten für die jeweilige Position waren ziemlich identisch. Aber wenn du einfach nur zuhörst, was die Leute oder die Frau oder der Mann über sich selbst sagen, wie sie sich verkaufen, dann steht der Mann viel selbstbewusster da, wo eine Frau eher zurückhaltend sich selbst bewertet. Die Wortwahl und die Selbstverständlichkeit, sich jetzt hier zu präsentieren, ist ein Unterschied. Aber das muss man schon speziell beachten bei Interviews, dass man da nicht, wie soll ich sagen, reinfällt als Vorgesetzter und dann einfach auf die Wörter mehr lobt, als was wirklich dahinter steckt.